Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Herodot, der Vater der Geschichtsschreibung, hatte die Pyramiden gesehen, die hängenden Gärten von Babylon beschrieben, doch ein Bauwerk ließ ihn verstummen. Ein Ort, der nach seinen eigenen Worten alle Bauwerke der Griechen zusammen übertrifft. Kein Tempel, keine Festung, sondern ein Labyrinth aus Stein und Dunkelheit in der ägyptischen Oase des Fayum. Ein Komplex, der heute fast vollständig verschwunden ist, ausgelöscht vom Sand der Zeit. Was war dieses Labyrinth von Hawara wirklich? Und warum hat uns die Geschichte dieses Weltwunder fast vorenthalten? Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche der modernen Welt verklingen. Wir begeben uns auf eine Reise, nicht nur über Meere und Wüsten, sondern auch durch die tiefen Korridore der Zeit, zu einem Ort, der selbst den erfahrensten Reisenden der Antike in ehrfürchtiges Schweigen versetzte. Unser Führer auf diesem ersten Abschnitt ist ein Mann aus Halikarnassos, ein Grieche namens Herodot, den wir heute als den Vater der Geschichtsschreibung kennen. Im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung reiste Herodot ausgiebig durch die ihm bekannte Welt. Und seine Neugier führte ihn auch in das geheimnisvolle Land Ägypten. Er sah die großen Pyramiden von Gizeh, diese monumentalen Gräber, die schon damals über 2000 Jahre alt waren. Er bestaunte ihre schiere Größe und die Präzision ihrer Erbauer. Doch es war ein anderes Bauwerk, das seine Fähigkeit, das Gesehene in Worte zu fassen, an ihre Grenzen brachte. Südlich des heutigen Kairo, in der Oase des Fayum, stieß er auf ein Gebäude, das er schlicht das Labyrinth nannte. In seinen Historien schreibt er mit einer fast greifbaren Fassungslosigkeit: Ich habe es selbst gesehen, und es übersteigt jede Beschreibung. Denn wenn man alle Mauern und alle großen Bauten der Griechen zusammenzählte, so schienen sie doch von geringerem Aufwand und Kosten zu sein als dieses Labyrinth. Stellen Sie sich das vor. Ein Mann, der die Akropolis in Athen kannte, der die Wunder Ioniens gesehen hatte, erklärt, dass ein einziges ägyptisches Gebäude all dies in den Schatten stellt. Er beschreibt einen Komplex aus zweigeschossigen Bauten, die Hälfte über der Erde, die andere Hälfte darunter. 12 überdachte Höfe, deren Tore einander gegenüberstanden, umgeben von einer einzigen Mauer. Im Inneren befanden sich, so Herodot, 3000 Räume, 1500 auf jeder Ebene. Er durfte die oberen Räume besichtigen und war überwältigt von den unzähligen Gängen, den kunstvollen Passagen und den verwinkelten Höfen, die von einer Kammer zur nächsten führten. Die Decke, so berichtet er, bestand vollständig aus Stein, ebenso wie die Wände, die mit unzähligen eingemeißelten Figuren bedeckt waren. Die untere Ebene jedoch blieb ihm verwehrt. Die ägyptischen Priester erklärten ihm, dort befänden sich die Gräber der Könige, die das Labyrinth erbaut hatten, sowie die Gräber der heiligen Krokodile. Herodots Bericht ist keine beiläufige Notiz. Es ist das Zeugnis eines Mannes, der versucht, das Unbegreifliche zu vermitteln. Ein Bauwerk, das in seiner Vorstellung die Pyramiden selbst übertraf. Und doch ist von diesem Wunder heute fast nichts mehr zu sehen. Es ist verschwunden, verschluckt vom Sand und der Zeit und hinterlässt uns nur das sprachlose Staunen des Vaters der Geschichte.
Um die wahre Bedeutung des Labyrinths zu verstehen, müssen wir seinen Standort begreifen. Es stand nicht isoliert in der Wüste wie die Pyramiden von Gizeh. Es war das Herzstück einer der bemerkenswertesten Regionen Ägyptens, des Fayum. Das Fayum ist keine Oase im klassischen Sinne, keine kleine Ansammlung von Palmen um eine Quelle. Es ist eine riesige, schüsselförmige Senke westlich des Niltals, so groß wie eine kleine Provinz. In prähistorischer Zeit war diese Senke von einem gewaltigen See gefüllt, dem sogenannten Moeris-See, der direkt vom Nil gespeist wurde. Für die alten Ägypter war das Fayum ein Ort von zwiespältiger Natur. Einerseits war es ein Land von unglaublicher Fruchtbarkeit, ein sumpfiges Paradies, reich an Fischen und Vögeln. Andererseits war es eine unberechenbare, wilde Gegend. Die jährliche Nilflut konnte den See unkontrolliert anschwellen lassen und das umliegende Land überschwemmen. Oder aber in trockenen Jahren zu niedrig ausfallen und die Ernten gefährden. Die Beherrschung dieser Naturgewalt wurde zu einem zentralen Anliegen der Pharaonen, insbesondere jener, die wir heute der 12. Dynastie zuordnen. Sie sahen im Fayum nicht nur eine Herausforderung, sondern eine gewaltige Chance. Durch ein ausgeklügeltes System von Kanälen, Deichen und Schleusen, das über Generationen hinweg perfektioniert wurde, begannen sie, den Wasserstand des Sees zu regulieren. Sie leiteten das überschüssige Wasser der Nilflut in die Senke, um es dort zu speichern, und gaben es in der Trockenzeit wieder ab, um das Ackerland zu bewässern. Sie verwandelten eine unberechenbare Sumpflandschaft in die Kornkammer Ägyptens. Dieses monumentale Wasserbauprojekt war eine der größten Ingenieurleistungen der Antike. Es war ein Akt der Schöpfung, der die göttliche Aufgabe des Pharaos manifestierte. Die Ma'at, die kosmische Ordnung über das Chaos zu stellen. Inmitten dieser gezähmten, fruchtbar gemachten Landschaft, an der Schwelle zwischen der Wüste und dem kultivierten Land, wurde das Labyrinth errichtet. Es war nicht nur ein Gebäude, es war ein Symbol. Ein Symbol für die absolute Kontrolle des Menschen über die Natur, ein administratives Zentrum, das die Verteilung der landwirtschaftlichen Erträge dieser neuen, künstlich geschaffenen Welt organisierte. Seine Lage war eine bewusste auserwählte. Es stand an der Nahtstelle von Ordnung und Chaos, von Leben und Tod und verkörperte die Macht eines Königs, der nicht nur Pyramiden baute, sondern das Land selbst nach seinem Willen formte. Das Labyrinth war kein Produkt einer Laune, sondern der Höhepunkt einer Ära, die oft im Schatten der berühmteren Perioden der ägyptischen Geschichte steht. Wir sprechen von der 12. Dynastie, einem Zeitraum von etwa 1961 bis 1802 vor unserer Zeitrechnung. Dieses Zeitalter, das sogenannte Mittlere Reich, war eine Zeit der Wiedergeburt und der Stabilität nach einer langen Periode des Chaos, die als erste Zwischenzeit bekannt ist. Nach dem Zusammenbruch des Alten Reiches war Ägypten in rivalisierende Fürstentümer zerfallen. Die zentrale Autorität des Pharaos war geschwunden. Die Pharaonen der 12. Dynastie, beginnend mit Amenemhat IV., stellten diese Einheit mit strategischem Geschick und militärischer Stärke wieder her. Sie waren keine entrückten Gottkönige wie die Erbauer der großen Pyramiden. Sie waren pragmatische Herrscher, brillante Administratoren und weitsichtige Planer. Sie reformierten die Verwaltung, sicherten die Grenzen Ägyptens durch ein Netz von Festungen in Nubien und förderten den Handel bis in die Levante und nach Kreta. Unter ihrer Herrschaft erlebte Ägypten eine kulturelle Blüte. Die Kunst wurde realistischer und introspektiver. Die Gesichter der Pharaonenstatuen aus dieser Zeit
zeigen nicht mehr die idealisierte Gelassenheit des Alten Reiches, sondern oft einen nachdenklichen, fast sorgenvollen Ausdruck, das Antlitz von Männern, die die Last der Verantwortung kannten. Die Literatur erreichte einen neuen Höhepunkt. Werke wie die Geschichte des Sinuhe erzählen von den Abenteuern eines ägyptischen Beamten im Exil und geben uns tiefe Einblicke in die Psyche und das Weltbild der damaligen Zeit. Es war auch ein Zeitalter der monumentalen Ingenieurkunst. Die Pharaonen der 12. Dynastie konzentrierten ihre Bautätigkeit nicht auf gigantische Gräber, die den Himmel berühren sollten, sondern auf Projekte, die dem Land direkt zugute kamen. Das bereits erwähnte Landgewinnungsprojekt im Fayum ist das beste Beispiel dafür. Sie verstanden, dass wahre Macht nicht nur in der Demonstration von Reichtum lag, sondern in der effektiven Verwaltung der Ressourcen des Landes. Das Labyrinth von Hawara ist der ultimative Ausdruck dieser Philosophie. Es war ein multifunktionales Meisterwerk, teils Tempel, teils Verwaltungszentrum für das gesamte Land, teils königlicher Totentempel. Es war die steingewordene Bürokratie und Theologie eines wiedererstarkten, selbstbewussten und unglaublich gut organisierten Staates. Es war das Produkt eines goldenen Zeitalters, das vielleicht weniger glanzvoll, aber umso nachhaltiger war als andere Epochen der ägyptischen Geschichte. Hinter jedem großen Bauwerk steht eine große Vision. Und die Vision für das Labyrinth von Hawara gehört einem der bedeutendsten, wenn auch heute weniger bekannten Pharaonen Ägyptens, Amenemhat III. Er herrschte fast ein halbes Jahrhundert, von etwa 1860 bis 1814 vor unserer Zeitrechnung, und führte die 12. Dynastie auf den Gipfel ihrer Macht und ihres Wohlstands. Amenemhat III. War kein Eroberer im klassischen Sinne. Seine Feldzüge dienten vor allem der Sicherung von Ressourcen, insbesondere der reichen Mineralienvorkommen im Sinai. Sein wahres Genie lag jedoch in der inneren Verwaltung und der wirtschaftlichen Entwicklung Ägyptens. Er vollendete die großen Wasserbauprojekte im Fayum, die seine Vorgänger begonnen hatten, und machte die Region zu einer blühenden landwirtschaftlichen Provinz. Sein Name wurde so eng mit dem Fayum und dem Moerissee verbunden, dass spätere griechische Autoren ihn fälschlicherweise für den Namensgeber des Sees hielten. Seine Herrschaft war eine Zeit des Friedens und des beispiellosen Wohlstands, der sich in einer regen Bautätigkeit im ganzen Land niederschlug. Doch sein Vermächtnis ist untrennbar mit zwei monumentalen Komplexen im Fayum verbunden. Zuerst baute er eine Pyramide in Daschur, die jedoch aufgrund von Bauproblemen Risse bekam und aufgegeben werden musste. Ein seltener Misserfolg, der seine Ingenieure vielleicht zu noch größeren Leistungen anspornte. Unbeirrt wählte er einen neuen Standort für sein Grab, Hawara, am Eingang zum Fayum. Hier errichtete er eine zweite Pyramide, diesmal aus Lehmziegeln mit einer Kalksteinverkleidung. Und direkt davor, als Teil seines riesigen Grabkomplexes, ließ er das Labyrinth erbauen. Dieses Bauwerk sollte nicht nur sein Totentempel sein, sondern auch das administrative Herz Ägyptens. Man stellt sich vor, wie hier Vertreter aus allen 42 Gauen, den Provinzen des Landes, zusammenkamen. Jeder Gau hatte vielleicht seinen eigenen Schrein oder sein eigenes Büro innerhalb des Komplexes. Hier wurden Steuern gesammelt, Ernten verwaltet und Rechtsstreitigkeiten beigelegt. Es war ein Palast der Bürokratie, ein Symbol der zentralisierten Macht des Pharaos, der das gesamte Land wie ein präzises Uhrwerk regierte. Amenemhat III. War der Architekt dieser Ordnung. Ein Gottkönig
dessen Macht sich nicht nur auf das Jenseits erstreckte, sondern tief in der Verwaltung des Diesseits verwurzelt war. Das Labyrinth war sein Meisterstück, die physische Manifestation seiner Herrschaft und seines Anspruchs, die Ordnung über das Chaos zu stellen. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich für einen Moment nicht nur Stein auf Stein vor. Denken Sie an ganze Berge, die versetzt und geformt wurden, die antiken Chronisten, die das Glück hatten, das Labyrinth von Hawara mit eigenen Augen zu sehen, sprechen nicht von gewöhnlicher Architektur. Sie sprechen von einem Wunder, das die Grenzen menschlichen Schaffens sprengte. Herodot berichtet von Dächern, die aus einzelnen gigantischen Steinplatten bestanden, so gewaltig, dass ihre schiere Existenz den Verstand beleidigte. Plinius der Ältere, ein römischer Gelehrter, der Jahrhunderte später schrieb, war nicht weniger beeindruckt. Er beschreibt polierte Marmorsäulen, massive Statuen und Reliefs von einer Kunstfertigkeit, die selbst für die erfahrenen Handwerker Roms unerreichbar schien. Die Materialien allein erzählen eine Geschichte von Macht und Reichweite. Granit aus den fernen Steinbrüchen von Assuan, feiner weißer Kalkstein aus Tura, vielleicht sogar Alabaster und exotische Hölzer für die inneren Verzierungen. All dies musste über Hunderte von Kilometern transportiert, entladen und mit einer Präzision bearbeitet werden, die wir heute nur mit modernsten Maschinen erreichen. Doch die Ägypter taten es mit Kupfermeißeln, Holzkeilen und der unendlichen Geduld, die ihre Zivilisation auszeichnete. Das Fundament des Labyrinths, so wird vermutet, war ebenso beeindruckend wie der sichtbare Teil. Um ein solches Gewicht auf dem unsicheren Boden nahe dem Fayum-Becken zu tragen, müssen gewaltige Gründungsarbeiten stattgefunden haben. Es war kein Gebäude für eine Generation oder ein Jahrhundert. Es war ein Palast für die Ewigkeit, ein administratives und religiöses Zentrum, das dazu bestimmt war, die Macht Ägyptens für immer zu zementieren. Jeder Stein war ein Zeugnis des pharaonischen Anspruchs, die Ordnung, die Ma'at, über das Chaos zu stellen und eine Struktur zu schaffen, die selbst die Götter in Erstaunen versetzen würde. Es war mehr als nur ein Bauwerk. Es war eine theologische Aussage in Stein gemeißelt, ein Mikrokosmos Ägyptens selbst. Versuchen wir nun, das Unvorstellbare zu visualisieren. Folgen wir den Worten Herodots auf einem Spaziergang durch diesen verlorenen Koloss. Er beschreibt eine Anlage, die von einer einzigen massiven Mauer umschlossen war. Im Inneren befanden sich 12 überdachte Höfe, deren Tore einander gegenüberlagen, 6 nach Norden und 6 nach Süden ausgerichtet. Stellen Sie sich vor, Sie treten durch eines dieser Tore. Die gleißende Wüstensonne weicht dem kühlen Schatten einer gewaltigen Kolonnade. Der Lärm der Außenwelt verstummt, ersetzt durch das Echo ihrer eigenen Schritte auf poliertem Stein. Jeder dieser 12 Höfe repräsentierte wahrscheinlich einen der Verwaltungsbezirke, die Nome Ober- und Unterägyptens. Sie waren die Zentren der Macht, Orte der Versammlung und des Gerichts. Doch das war nur der Anfang der Komplexität. Von diesen Höfen aus, so Herodot, gelangte man von einem Raum in den nächsten, von einem Hof in den anderen, durch ein Gewirr von Gängen und Passagen, das jeden Orientierungssinn zunichte machte. Es war eine Architektur der Verwirrung, entworfen, um Uneingeweihte fernzuhalten und die heiligen oder administrativen Zentren zu schützen. Die Gesamtzahl der Kammern ist schwindelerregend. 3000, 1500 auf der oberen sichtbaren Ebene und weitere 1500 in einem unterirdischen Komplex. Denken Sie an diese Zahl. Selbst wenn man in jeder Kammer nur 1 Minute verweilen würde, bräuchte man über 2 volle Tage,
um alle zu sehen. Viele dieser Räume waren wahrscheinlich mit Hieroglyphen und Malereien verziert, wie Strabon andeutet. Jede Wand erzählte eine Geschichte von Göttern, Pharaonen, von der Schöpfung der Welt und den Gesetzen des Landes. Das Labyrinth war nicht nur ein Gebäude, es war eine Enzyklopädie aus Stein, eine Bibliothek der ägyptischen Zivilisation, deren Inhalt für immer verloren ist. Es war ein Ort, an dem man sich nicht nur physisch, sondern auch intellektuell und spirituell verlieren konnte. Ein bewusst geschaffenes Chaos, in dessen Zentrum die göttliche Ordnung des Pharaos thronte. So beeindruckend die obere Ebene des Labyrinths auch war, das wahre Mysterium lag darunter, in der Dunkelheit. Herodot, unser wichtigster Zeuge, schreibt mit einer Mischung aus Neugier und Respekt. Die oberen Räume sah ich selbst, aber die unterirdischen durfte man mir unter keinen Umständen zeigen. Die ägyptischen Priester, seine Führer, gaben einen klaren Grund für dieses Verbot an. In diesen verborgenen Kammern befanden sich die Gräber der Könige, die das Labyrinth erbaut hatten, und, was noch heiliger war, die Gräber der heiligen Krokodile. Der Gedanke allein war Sakrileg. Diese unterirdische Welt war das Reich der Toten, ein heiliger Ort, der nicht von den Augen der Lebenden, schon gar nicht von denen eines Fremden, entweiht werden durfte. Was verbarg sich wirklich in dieser Finsternis? Die Gräber der Pharaonen der 12. Dynastie, insbesondere das von Amenemhet III., dem wahrscheinlichen Erbauer, waren zweifellos dort. Doch die Beschreibung von 1500 unterirdischen Räumen deutet auf weit mehr als nur einige königliche Grabkammern hin. War es ein riesiger Nekropolis-Komplex, eine Stadt der Toten, die die Stadt der Lebenden darüber spiegelte? Waren dort die Archive des Reiches verborgen, die wichtigsten Papyrusrollen, die die Geschichte und das Wissen von Generationen enthielten, geschützt vor Feuer, Krieg und dem Zerfall der Zeit? Plinius der Ältere befeuert die Spekulationen, indem er von Gängen berichtet, die so verwinkelt waren, dass man ohne Fackel unweigerlich in der ewigen Dunkelheit gefangen wäre. Er spricht von donnernden Geräuschen, wenn die riesigen Steintüren geöffnet wurden, und von schrecklichen Abgründen. Diese untere Ebene war nicht nur ein Friedhof, sie war eine Prüfung, ein Schutzmechanismus von unvorstellbarem Ausmaß. Sie war das Herz des Labyrinths, ein Ort, an dem die Grenze zwischen der Welt der Menschen und der Unterwelt, dem Duat, verschwamm. Ein Ort, der die größten Geheimnisse Ägyptens hütete und dessen Stille bis heute nicht gebrochen wurde. Um das Labyrinth von Hawara zu verstehen, müssen wir seinen Gott verstehen. Und im Fayum-Becken gab es keinen mächtigeren Gott als Sobek, den Herrn der Krokodile. Dargestellt als Mann mit dem Kopf eines Krokodils oder als reines Krokodil, war Sobek eine der ursprünglichsten und komplexesten Gottheiten Ägyptens. Er war eine furchterregende Kreatur des Nils, ein Symbol für ungezähmte Kraft und Gefahr. Doch gleichzeitig war er ein Gott der Fruchtbarkeit, denn mit der Nilflut, die von den Krokodilen bewohnt wurde, kam der lebensspendende Schlamm. Er war auch ein Gott des Militärs und ein Beschützer des Pharaos. Seine animalische Stärke und sein aggressives Wesen machten ihn zu einem perfekten Symbol für die Macht des Königs. Das Zentrum seines Kultes war die nahegelegene Stadt Schedet, die von den Griechen treffend Krokodilopolis genannt wurde. Dort, in einem heiligen See, lebte Petsuchos, was so viel bedeutet wie der Sobek gehört. Dies war ein lebendes Krokodil, das als irdische Inkarnation des Gottes angesehen wurde. Es wurde von Priestern gepflegt, mit dem feinsten Fleisch gefüttert und mit Gold
und Juwelen geschmückt. Pilger kamen von weit her, um dem heiligen Tier Opfer darzubringen und seinen Segen zu erbitten. Wenn ein Pezuchus starb, wurde er mit der gleichen Sorgfalt wie ein Pharao mumifiziert und in einem speziellen Friedhof beigesetzt. Und hier schließt sich der Kreis zum Labyrinth. Die 1500 unterirdischen Kammern waren nicht nur für Könige bestimmt. Sie waren die letzte Ruhestätte für unzählige Generationen dieser heiligen Krokodile. Archäologen haben in der Nähe von Hawara tatsächlich riesige Krokodilnekropolen gefunden, die Tausende von mumifizierten Reptilien aller Größen enthalten. Das Labyrinth war somit der Höhepunkt dieses Kultes. Es war der Tempel, der Palast und das Grabmal, nicht nur für den Pharao, sondern auch für seinen göttlichen Schutzpatron. Ein Ort, an dem die sterblichen Überreste von Mensch und Gott für immer vereint waren. In der heiligen Dunkelheit unter dem Sand Ägyptens. 4 Jahrhunderte nach Herodots Besuch, als Ägypten bereits eine römische Provinz war, stand das Labyrinth noch immer. Doch die Welt hatte sich verändert und mit ihr der Blick derer, die es beschrieben. Der Geograph Strabo, ein pragmatischer und genauer Beobachter, besuchte Hawara um 25 vor Christus. Seine Beschreibung ist nüchterner als die des Herodot, doch nicht weniger beeindruckend. Er bestätigt die Lage des Labyrinths neben der Pyramide und dem Kanal, der zum Mörissee führt. Strabo war besonders fasziniert von der symbolischen Architektur. Er berichtet von einer Anzahl von Sälen, die der Anzahl der ägyptischen Gaue, der sogenannten Nomen, entsprach. Jeder Gau hatte demnach seinen eigenen repräsentativen Saal in diesem gewaltigen Komplex. Man kann sich vorstellen, wie die Verwalter der Provinzen hier zusammenkamen. Ein steinernes Abbild der Einheit des Reiches. Strabo beschreibt die Dächer der unzähligen Kammern, jedes aus einem einzigen Stein gefertigt, und die mit Reliefs geschmückten Wände. Er erwähnt auch die verborgenen Gänge, die ihn ebenso verwirrten wie Herodot. Doch sein Blick ist der eines Geographen und Verwalters. Er sieht die Funktion, die politische und administrative Bedeutung hinter dem Wunder. Etwa ein Jahrhundert später schreibt Plinius der Ältere in seiner Naturalis Historia über das Labyrinth. Sein Bericht ist eine Mischung aus Fakten, Hörensagen und Übertreibung, typisch für sein enzyklopädisches Werk. Er spricht von 3000 Räumen, von denen die Hälfte unter der Erde liegt. Er beschreibt Türen, die mit einem donnernden Geräusch zuschlugen und die Besucher erschreckten. Er erzählt von gewundenen Pfaden, die in die Irre führen, und von Festsälen, zu denen man über 90 Stufen hinabsteigen musste. Plinius' Schilderung ist reißerischer. Sie betont das Monströse, das Verwirrende. Er behauptet sogar, dass Teile des Labyrinths im Freien lagen, während andere von massiven Säulen aus Porphyr gestützt wurden. Obwohl seine Details oft fragwürdig sind, bestätigen sowohl Strabo als auch Plinius die schiere Existenz und die unvorstellbare Komplexität des Bauwerks. Durch ihre Augen sehen wir, wie das Labyrinth von einem lebendigen Zentrum der Macht und Religion langsam zu einem legendären Relikt der Vergangenheit wurde, dessen wahre Funktion bereits in Vergessenheit zu geraten drohte. Kein Bauwerk, und sei es noch so gewaltig, ist für die Ewigkeit gemacht, wenn der Mensch seinen Nutzen vergisst. Der langsame Tod des Labyrinths begann, als die Götter, für die es errichtet wurde, verstummten. Mit dem Aufstieg des Christentums in Ägypten ab dem 1. Jahrhundert nach Christus verloren die alten Tempel ihre sakrale Bedeutung. Sie wurden zu Relikten einer heidnischen Vergangenheit, ihre Rituale vergessen,
ihre Priesterschaften aufgelöst. Das Labyrinth, einst das pulsierende Herz des Reiches, wurde zu einem stillen, leeren Monument. Die römische Verwaltung hatte anfangs vielleicht noch ein Interesse an seiner Instandhaltung als Symbol ihrer Macht über das alte Land, doch mit den Krisen des römischen Reiches im 3. und 4. Jahrhundert versiegten die Mittel. Die Natur begann sich zurückzuholen, was ihr gehörte. Sand wehte in die Gänge, Wind und seltene Regenfälle nagten am Stein. Doch der größte Feind des Labyrinths war nicht die Zeit, sondern die Zweckmäßigkeit. Die umliegende Region Fayum war fruchtbar und dicht besiedelt. Neue Städte wie Arsinoe wuchsen und brauchten Baumaterial. Und wo konnte man besseres, bereits perfekt behauenes Material finden, als in dem riesigen, nutzlosen Komplex in der Nähe? Über Jahrhunderte hinweg wurde das Labyrinth zu einem gigantischen Steinbruch. Generationen von Arbeitern kamen, um die massiven Kalksteinblöcke der Wände, die Granitsäulen und die monolithischen Deckenplatten abzutragen. Sie brachen die Steine auseinander, transportierten sie ab und verbauten sie in neuen Kirchen, Häusern und Festungen. Die feinen Reliefs wurden zerschlagen oder als schlichte Bausteine wiederverwendet. Der Prozess war langsam, unaufhaltsam, wie das stetige Tropfen von Wasser, das einen Stein aushöhlt. Es war kein einzelner Akt der Zerstörung, sondern ein tausendfacher Akt der Wiederverwertung, geboren aus Notwendigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber der Vergangenheit. Das unterirdische Labyrinth, von dem Herodot sprach, wurde wahrscheinlich geflutet, als die Wasserwirtschaft des Fayum-Beckens zusammenbrach. Schlamm und Schilf begruben die unteren Ebenen. Am Ende des Mittelalters war von dem einstigen Weltwunder an der Oberfläche fast nichts mehr zu sehen. Nur noch ein riesiges Feld aus Steinsplittern, Schutt und den Stümpfen einiger weniger Granitsäulen, die zu schwer waren, um sie abzutransportieren. Das Labyrinth war physisch verschwunden, ausgelöscht von der Landkarte und nur noch eine Legende in den Texten antiker Autoren. Die Erinnerung an das Labyrinth überlebte in den Bibliotheken Europas, ein Phantom aus Tinte und Pergament. Doch seine physische Gestalt schien für immer verloren, bis am Ende des 18. Jahrhunderts eine Armee aus dem Westen an den Ufern des Nils landete. Mit Napoleon Bonaparte kamen nicht nur Soldaten, sondern auch eine ganze Schar von Gelehrten, Ingenieuren und Künstlern. Ihre Mission war es, das alte und moderne Ägypten zu vermessen, zu zeichnen und zu verstehen. Diese Savants waren die Pioniere der modernen Ägyptologie. Ausgestattet mit Messinstrumenten, Skizzenblöcken und einem unstillbaren Wissensdurst zogen sie durch das Land. Als sie das Fayum-Becken erreichten, hatten sie die Texte von Herodot und Strabo im Gepäck. Sie wussten, wonach sie suchten. An der von den antiken Autoren beschriebenen Stelle, bei der Ortschaft Hawara, fanden sie zwei entscheidende Merkmale: eine verfallene, ziegelverkleidete Pyramide und südlich davon eine riesige, unnatürlich flache Ebene, die mit unzähligen Fragmenten von Kalkstein und Granit übersät war. Die schiere Ausdehnung dieses Trümmerfeldes, über 300 Meter lang und 240 Meter breit, war überwältigend. Es war kein natürlicher Ort. Es war die Narbe eines kolossalen, verschwundenen Gebäudes. Die französischen Gelehrten, darunter der Ingenieur Jomard, erkannten sofort die Bedeutung des Ortes. Sie begannen mit der Vermessung des Areals. Ihre Zeichnungen zeigen die Pyramide und das chaotische Meer aus Schutt, indem sie die Überreste von Säulen und Architraven identifizierten. Sie konnten keine vollständigen Räume oder Gänge mehr erkennen,
aber die Verteilung der Fragmente ließ auf einen einst geordneten, rechtwinkligen Grundriss schließen. In ihrem monumentalen Werk, der Description de l'Égypte, hielten sie ihre Beobachtungen fest. Sie waren die ersten, die den Standort von Hawara wissenschaftlich mit dem legendären Labyrinth in Verbindung brachten. Ihre Schlussfolgerung war vorsichtig, aber klar. Dies musste der Ort sein. Sie hatten die Ruine der Ruine gefunden. Durch ihre Arbeit wurde das Labyrinth von einer rein literarischen Legende wieder zu einem konkreten, geografischen Ort, einem Rätsel aus Stein, das in der ägyptischen Wüste auf seine Entschlüsselung wartete. Die Suche hatte nach fast 2000 Jahren des Vergessens wieder begonnen. Wo die Gelehrten Napoleons den Grundstein legten, sollte ein preußischer Gelehrter das Fundament für das moderne Verständnis des Labyrinths errichten. Sein Name war Karl Richard Lepsius, ein brillanter Philologe und einer der Gründerväter der deutschen Ägyptologie. Im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. Leitete er von 1842 bis 1845 eine groß angelegte Expedition nach Ägypten und Nubien. Lepsius war kein Abenteurer, sondern ein akribischer Wissenschaftler. Seine Expedition war perfekt organisiert, ausgestattet mit den besten Zeichnern, Architekten und Abformern seiner Zeit. Ihr Ziel war nicht der Schatz, sondern die systematische Erfassung und Dokumentation der Denkmäler. Als Lepsius im Juni 1843 in Hawara ankam, war er von der Richtigkeit der französischen Identifizierung überzeugt. Doch er wollte mehr als nur die Oberfläche vermessen. Er wollte verstehen. Er ließ seine Arbeiter systematische Grabungsschnitte durch das riesige Trümmerfeld ziehen. Die Arbeit war mühsam. Sie fanden keine stehenden Wände oder intakten Räume. Stattdessen stießen sie auf ein Labyrinth aus Fundamentgräben, die mit Schutt gefüllt waren. Doch in diesem Chaos erkannte Lepsius eine Ordnung. Er konnte die Grundrisse von Hunderten von Kammern nachzeichnen, die in regelmäßigen Blöcken angeordnet waren. Es war der negative Abdruck des verlorenen Gebäudes. Lepsius' entscheidender Geistesblitz war die Verbindung zwischen dem Trümmerfeld und der benachbarten Pyramide. Er untersuchte die Pyramide und fand in einer Grabkammer den Sarkophag und Inschriften, die sie eindeutig dem Pharao Amenemhet III. Aus der 12. Dynastie zuordneten. Damit hatte er den Erbauer identifiziert. Basierend auf seinen Ausgrabungen und dem Wissen über andere Pyramidenkomplexe des Mittleren Reiches formulierte er eine bahnbrechende These. Das Labyrinth war kein eigenständiges Gebäude, sondern der riesige Totentempel, der zur Pyramide von Amenemhet III. Gehörte. Die Säle, von denen Herodot und Strabo sprachen, waren demnach Kapellen für den Kult des verstorbenen Königs und der Götter Ägyptens. Lepsius hatte das Labyrinth entmystifiziert und es fest in den Kontext der ägyptischen Bestattungsarchitektur eingeordnet. Er hatte die Legende in Geschichte verwandelt. Seine detaillierten Pläne und Aufzeichnungen, veröffentlicht in den Denkmälern aus Ägypten und Äthiopien, blieben für fast ein halbes Jahrhundert die maßgebliche wissenschaftliche Untersuchung des Ortes. Die Jahrhunderte vergingen, und das Labyrinth von Hawara zog sich tiefer in den Schleier des Mythos zurück. Es wurde zu einer Geschichte, die man sich am Kaminfeuer erzählte, ein Hirngespinst antiker Autoren. Doch dann, im späten 19. Jahrhundert, betrat ein Mann die Bühne der Ägyptologie, der die Disziplin für immer verändern sollte. Sein Name war Sir William Matthew Flinders Petrie. Er war kein Schatzjäger, wie so viele vor ihm, die nur nach Gold und prunkvollen Sarkophagen suchten. Petrie war ein Wissenschaftler, ein Pionier, ein Mann, der verstand, dass die wahre Geschichte Ägyptens
nicht nur in den Königsgräbern, sondern auch in den unscheinbaren Scherben des Alltags verborgen lag. Er war, wie man sagte, ein Mann, der mit dem Spaten dachte. Petri kam 1888 nach Hawara, bewaffnet mit einer neuen, fast revolutionären Methodik. Er glaubte an systematische, schichtweise Ausgrabung, an die akribische Dokumentation jedes einzelnen Fundes, egal wie klein. Für ihn war eine einfache Tonscherbe oft aufschlussreicher als eine Goldmaske, denn sie konnte eine ganze Zivilisation in einen zeitlichen Kontext setzen. Mit dieser fast pedantischen Gründlichkeit wandte er sich dem Rätsel von Hawara zu. Er folgte den Beschreibungen Herodots und Strabons und begann seine Arbeit südlich der Pyramide von Amenemhet III. Was er dort vorfand, war auf den ersten Blick eine Enttäuschung. Keine hochaufragenden Säulen, keine monolithischen Dächer, keine Labyrinthe aus Stein. Stattdessen stieß er auf eine riesige flache Fläche, die mit unzähligen Fragmenten und Spänen aus Kalkstein übersät war. Es war ein Feld der Zerstörung, ein Steinbruch, der über Jahrhunderte geplündert worden war. Doch Petri sah tiefer. Unter dem Schutt erkannte er die gewaltigen Fundamente. Er legte eine Fläche von etwa 305 mal 244 Metern frei. Eine Dimension, die erstaunlich genau mit den antiken Überlieferungen übereinstimmte. Das Labyrinth war keine Fiktion. Es hatte existiert. Petri fand die knöchernen Überreste des Giganten. Er fand Fragmente von kolossalen Statuen, Reste von Papyrussäulen und Architraven, die einst ein unvorstellbares Gewicht getragen hatten. Einige wenige Inschriften bestätigten den Erbauer. Amenemhet III. Petris Arbeit war ein Triumph der wissenschaftlichen Methode. Er hatte das Labyrinth dem Mythos entrissen und ihm einen festen Platz in der archäologischen Realität gegeben, auch wenn von seiner einstigen Pracht nur noch ein Schatten übrig war. Nach Petris bahnbrechender Arbeit stehen wir nun vor einer faszinierenden Diskrepanz. Auf der einen Seite haben wir die schillernden, fast unglaublichen Berichte der antiken Schriftsteller. Herodot, der von 3000 Räumen spricht, zur Hälfte über und zur Hälfte unter der Erde. Plinius, der von verwirrenden Gängen und Rampen erzählt, die selbst bei Fackelschein zur Falle werden. Strabon, der Paläste für jeden der ägyptischen Gaue beschreibt, mit endlosen, von Säulen gesäumten Korridoren. Diese Texte malen das Bild eines architektonischen Wunders, das die Pyramiden selbst in den Schatten stellte. Ein Bauwerk, das die Grenzen menschlicher Vorstellungskraft sprengte. Auf der anderen Seite steht die nüchterne, archäologische Realität von Hawara. Ein riesiges, von Schutt bedecktes Plateau. Ein Meer aus Kalksteinsplittern, das in der Wüstensonne glitzert. Die Fundamente sind unbestreitbar gewaltig und bestätigen die immense Grundfläche des Komplexes. Die wenigen geborgenen Artefakte, Bruchstücke von Statuen aus Granit, Fragmente von Götterfiguren, Reste von Inschriften, belegen zweifelsfrei die hohe Kunstfertigkeit und den königlichen Auftraggeber Amenemhet III. Sie sind die Echos einer verschwundenen Symphonie aus Stein. Doch sie sind eben nur das, Echos, Scherben der Erkenntnis. Die Realität ist, dass das Labyrinth systematisch abgetragen wurde. Wahrscheinlich schon in der Ptolemäerzeit beginnend und in der römischen Epoche kulminierend, diente es als bequemer und schier unerschöpflicher Steinbruch für neue Bauten in der gesamten Fayum-Region. Jeder präzise geschnittene Block, jede polierte Säule wurde herausgebrochen, abtransportiert und wiederverwendet. Was übrig blieb, ist das, was zu schwer, zu zerbrochen oder zu uninteressant war. Die Archäologie kann uns also die Was- und Wo-Fragen beantworten. Was hier stand, war monumental und es stand genau hier. Sie kann uns auch das Wann und Wer nennen, im Mittleren Reich
unter Amenemhet III. Aber die Frage nach dem Wie es genau aussah, bleibt quälend unbeantwortet. Der antike Mythos beschreibt ein vollständiges Meisterwerk. Die Archäologie präsentiert uns die Spuren einer Tatortuntersuchung. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, in der stillen Weite, die sich zwischen den glühenden Worten Herodots und den kühlen Steinen von Hawara erstreckt. Nachdem die Existenz und die gewaltigen Ausmaße des Labyrinths durch Petri bestätigt waren, verlagerte sich die zentrale Frage. Es ging nicht mehr darum, ob es existierte, sondern warum? Welchem Zweck diente ein derart kolossaler und komplexer Bau? Die Gelehrtenwelt stürzte sich auf dieses Rätsel, und bald kristallisierten sich 3 Haupttheorien heraus, die bis heute die Debatte prägen. Die erste und naheliegendste Interpretation sieht das Labyrinth als den Totentempel für den Pharao Amenemhet III. Seine direkte Anbindung an die Pyramide des Königs ist das stärkste Argument für diese These. In der ägyptischen Tradition war der Totentempel der Ort, an dem der Kult für den verstorbenen Herrscher auf ewig gepflegt wurde. Die schiere Größe des Labyrinths wäre demnach ein Ausdruck der beispiellosen Macht und des göttlichen Anspruchs dieses Pharaos gewesen. Ein Monument für die Ewigkeit, das seinen Kult sichern sollte. Die zweite Theorie betrachtet das Bauwerk aus einem weltlicheren Blickwinkel. Sie schlägt vor, dass das Labyrinth das zentrale Verwaltungszentrum für das gesamte ägyptische Reich war. Strabons Bericht, der von Palästen für jeden der 42 Gaue oder Verwaltungsbezirke Ägyptens spricht, stützt diese Idee. Man kann sich das Labyrinth als eine Art antiken Regierungspalast vorstellen, ein riesiges Ministerium, in dem die gesamte Bürokratie des Landes unter einem Dach versammelt war. Hier wären Steuern eingetrieben, Ernten verwaltet, Gesetze archiviert und politische Entscheidungen getroffen worden. Die labyrinthartige Komplexität hätte dabei nicht nur der Organisation, sondern vielleicht auch der Sicherheit und der Abschreckung gedient. Die dritte und vielleicht wahrscheinlichste Theorie ist eine Synthese der beiden ersten. Sie postuliert, dass das Labyrinth kein reiner Sakral- oder Profanbau war, sondern ein multifunktionaler Komplex, in dem Religion und Staat untrennbar miteinander verwoben waren, so wie es im alten Ägypten üblich war. Es war Totentempel und Verwaltungszentrum. Die Priester, die den Kult des Pharaos pflegten, arbeiteten Seite an Seite mit den Schreibern und Beamten, die das Land regierten. Der Pharao war schließlich sowohl weltlicher Herrscher als auch oberster Priester und Gottkönig. Sein Totentempel wäre somit der natürliche Ort gewesen, um die Verwaltung seines Erbes, des ägyptischen Staates, zu zentralisieren. Ohne die Mauern, die uns ihre Geheimnisse hätten verraten können, bleibt die genaue Funktion eine der faszinierendsten offenen Fragen der Ägyptologie. Um die wahre Bedeutung des Labyrinths zu ergründen, müssen wir unseren Blick von dem Bauwerk selbst lösen und die Landschaft betrachten, in der es errichtet wurde. Das Fayum des Mittleren Reiches war keine gewöhnliche Oase. Es war das Herzstück eines der ehrgeizigsten Ingenieurprojekte der Antike, und der Architekt dieses Projekts war niemand anderes als Amenemhet III. Der Pharao erkannte das immense Potenzial dieser Senke, die durch einen natürlichen Kanal mit dem Nil verbunden war. Durch ein ausgeklügeltes System von Dämmen, Kanälen und Schleusen gelang es ihm, die jährliche Nilflut zu regulieren. Er leitete überschüssiges Wasser in den natürlichen Moerissee, um es in trockenen Zeiten wieder zur Bewässerung zu nutzen. So verwandelte er Sumpfland in Tausende von Hektar fruchtbarstes Ackerland und schuf eine neue Kornkammer für Ägypten,
Stellen wir uns nun das Labyrinth in diesem Kontext vor. Was, wenn es mehr war als nur ein Grabmal oder ein allgemeines Verwaltungsgebäude? Was, wenn es die Kommandozentrale für genau dieses gewaltige Wassermanagementsystem war? Die Theorie, dass es ein Verwaltungszentrum war, gewinnt hier eine ganz neue, spezifische Dimension. Die von Herodot erwähnten Kammern und Höfe könnten die Büros und Archive für jene Beamten gewesen sein, die für die Wasserverteilung, die Landvergabe, die Saatgutverteilung und die Erhebung der Erntesteuern im neu gewonnenen Land zuständig waren. Das Labyrinth wäre dann das Gehirn gewesen, das diesen komplexen Organismus aus Wasser, Land und Arbeit steuerte. Diese Perspektive erklärt die monumentale Größe und die zentrale Lage des Bauwerks auf eine sehr logische Weise. Es war nicht nur ein Symbol der Macht des Pharaos, sondern ein aktives Instrument dieser Macht. Es repräsentierte die ultimative Kontrolle des Menschen über die Natur, die Bändigung des Nils, der Lebensader Ägyptens. Von diesem Zentrum aus wurde der Wohlstand des gesamten Reiches gesichert und vermehrt. Das Labyrinth war somit nicht nur ein Bauwerk, das am Rande des Wassers stand. Es war potenziell der Schlüssel, der das Wasser selbst kontrollierte. Es war der steingewordene Ausdruck des Genies von Amenemhet III., eines Pharaos, der nicht nur Pyramiden baute, sondern das Land selbst formte und so das Überleben seines Volkes für Generationen sicherte. Wenn wir den Namen Labyrinth hören, wandern unsere Gedanken oft unweigerlich von den Sanden Ägyptens zu den felsigen Küsten Kretas, zum Palast von Knossos und dem schrecklichen Mythos des Minotaurus. Es ist eine der faszinierendsten Koinzidenzen der antiken Welt. Zwei der berühmtesten Labyrinthe der Geschichte, eines real und historisch bezeugt, das andere mythisch und tief im kulturellen Bewusstsein verankert, existierten in Kulturen, die durch das Mittelmeer verbunden waren. Die Frage, die sich Historiker seit langem stellen, ist: Gibt es eine Verbindung, die über den gemeinsamen Namen hinausgeht? War das ägyptische Labyrinth von Hawara die Inspiration für die griechische Legende? Die zeitliche Abfolge würde es zulassen. Das Bauwerk Amenemhets III. Entstand im 19. Jahrhundert vor Christus. Die minoische Kultur auf Kreta erlebte ihre Blütezeit nur wenige Jahrhunderte später und pflegte nachweislich Handels- und Kulturkontakte mit Ägypten. Es ist mehr als plausibel, dass Berichte über ein unvorstellbar komplexes, monumentales Gebäude im Fayum die minoischen Händler und Seefahrer erreichten und ihre Heimat als Legende erreichten. Die Geschichte eines Bauwerks, das so verschlungen war, dass man sich darin verirren konnte, könnte sich leicht mit lokalen Mythen vermischt haben. Der ägyptische Komplex war ein Verwaltungs- und Kultzentrum, ein Symbol für die Einheit und Macht des Reiches. In der griechischen Nacherzählung wird daraus ein Ort des Schreckens, ein Gefängnis für ein Monster, das Menschenopfer fordert. Dies zeigt den Prozess der kulturellen Übersetzung. Eine architektonische Meisterleistung, ein Wunder der Organisation, wird durch den Filter einer anderen Kultur zu einem Ort des Chaos und der Gefahr. Das Kernkonzept bleibt jedoch dasselbe. Ein Raum, der die menschliche Orientierung herausfordert und Ehrfurcht oder Furcht einflößt. Furcht? Vielleicht war der ägyptische Komplex so überwältigend für Besucher aus der Ägäis, dass er nur als übermenschliches, fast göttliches oder monströses Werk beschrieben werden konnte. Das Labyrinth von Hawara war ein echtes Gebäude, entworfen, um zu verwalten und zu beeindrucken. Das kretische Labyrinth ist eine Metapher für den Kampf gegen die inneren Dämonen, für die Reise ins Unterbewusstsein.
Doch es ist verlockend zu glauben, dass am Ursprung dieser tiefgreifenden Metapher ein echtes, steinernes Wunder stand, dessen Ruf über das Meer reiste und in der Fantasie eines anderen Volkes unsterblich wurde. Die Spuren des Labyrinths sind an der Oberfläche fast vollständig verwischt. Wo einst ein Wald aus Säulen stand, erstreckt sich heute eine karge, von Gesteinssplittern übersäte Ebene. Doch die Archäologie des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr nur auf Spaten und Pinsel angewiesen. Sie hat die Fähigkeit entwickelt, unter die Haut der Erde zu blicken, ohne einen einzigen Stein umzudrehen. Könnte diese neue Generation von Werkzeugen das Geheimnis von Hawara endlich lüften? Die Hoffnung ruht auf Technologien wie dem Bodenradar, der Magnetometrie und der Satellitenarchäologie. Diese Methoden erlauben es Forschern, Anomalien im Untergrund zu erkennen, Veränderungen in der Dichte des Bodens, die auf vergrabene Mauern, Fundamente oder Hohlräume hindeuten. Im Jahr 2008 erregte eine belgisch-ägyptische Expedition namens Matterhorn-Expedition weltweites Aufsehen. Mit modernster geophysikalischer Ausrüstung scannten sie das Gebiet südlich der Pyramide von Amenemhet III. Ihre Ergebnisse, die sie auf ihrer Website veröffentlichten, schienen sensationell. Die Scans zeigten klare, gitterartige Strukturen unter dem Sand, die Umrisse von Mauern, Kammern und Korridoren, die sich über eine riesige Fläche erstreckten. Es schien, als hätten sie die Fundamente des verlorenen Labyrinths gefunden, genau dort, wo die antiken Autoren es beschrieben hatten. Die Aufregung war groß, doch auf die Veröffentlichung folgte eine merkwürdige Stille. Die wissenschaftliche Gemeinschaft wartete auf eine offizielle, von Fachleuten begutachtete Publikation der Ergebnisse in einem renommierten Journal, die jedoch ausblieb. Der damalige Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung distanzierte sich öffentlich von den Behauptungen. Bis heute sind die faszinierenden Scans der Matterhorn-Expedition wissenschaftlich unbestätigt und bleiben im Raum der Spekulation. Dennoch zeigen sie das immense Potenzial der digitalen Archäologie. Zukünftige, umfassendere Untersuchungen mit noch fortschrittlicherer Technologie könnten eines Tages eine vollständige 3D-Karte des Untergrunds von Hawara erstellen. Wir könnten die Hallen und Höfe virtuell durchwandern, ihre wahre Größe und Komplexität erfassen, ohne die fragilen Überreste zu stören. Die Technologie ist vorhanden. Was fehlt, ist eine groß angelegte, offiziell sanktionierte Mission, die sich dieser monumentalen Aufgabe widmet. Bis dahin bleiben die digitalen Geister von Hawara eine verlockende, aber unbewiesene Vision dessen, was unter dem Sand verborgen liegt. Die Geschichte des Labyrinths von Hawara ist nicht nur eine archäologische Spurensuche, sondern auch eine tiefgreifende Meditation über die Zeit und die Vergänglichkeit. Es ist eine Lektion, die in den Stein gehauen und vom Sand wieder ausgelöscht wurde. Amenemhet III. Und die Pharaonen nach ihm bauten für die Ewigkeit. Ihre Pyramiden, Tempel und Statuen waren Manifestationen des göttlichen Königtums, entworfen, um Jahrtausende zu überdauern und den Namen des Herrschers unsterblich zu machen. Das Labyrinth, so beschreibt es Herodot, übertraf in seinem Ehrgeiz sogar die großen Pyramiden. Es war der Gipfelpunkt imperialer Macht, ein Mikrokosmos Ägyptens aus Stein, bestimmt, das Zentrum der Welt für immer zu sein. Und doch ist es verschwunden. Fast vollständig. Während die Pyramiden von Gizeh noch immer am Horizont aufragen, wurde das Labyrinth systematisch demontiert. Seine kostbaren Steine als Baumaterial für neue Projekte in der römischen und späteren Epochen wiederverwendet. Was die Zeit nicht erodierte, trug der Mensch ab.
Das einst größte Bauwerk der Welt wurde zu einem Steinbruch. Diese Ironie ist beinahe schmerzhaft. Ein Monument, das die kollektive Erinnerung eines Reiches bewahren sollte, wurde selbst dem Vergessen anheimgegeben. Seine Geschichte erinnert an das berühmte Gedicht Ozymandias von Percy Shelley, das von der zerfallenen Statue eines einst mächtigen Königs in einer leeren Wüste erzählt. Die Inschrift rühmt sich einer Macht, von der nur noch grenzenloser und kahler Sand übrig ist. Das Labyrinth ist Ägyptens Ozymandias. Seine Abwesenheit spricht lauter, als es seine Anwesenheit je könnte. Sie lehrt uns Demut. Sie zeigt, dass selbst die gewaltigsten Anstrengungen der Menschheit, sich der Entropie und dem Verfall zu widersetzen, letztlich zum Scheitern verurteilt sind. Aber sie lehrt uns auch etwas anderes. Obwohl der physische Bau verschwunden ist, überlebt die Idee des Labyrinths. Es lebt weiter in den Schriften von Herodot, Strabon und Plinius. Es lebt weiter in den Mythen, die es vielleicht inspiriert hat. Es lebt weiter in unserer Faszination, in unserer Suche nach ihm. Das steinerne Monument ist vergangen, aber das Rätsel, die Legende, ist unsterblich geworden. Vielleicht ist das die wahre Ewigkeit, die ein Bauwerk erreichen kann. Nicht in der Beständigkeit seiner Mauern, sondern in der unauslöschlichen Spur, die es im menschlichen Gedächtnis hinterlässt. Wir sind am Ende unserer Reise angelangt. Doch die Geschichte des Labyrinths von Hawara ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Wir sind durch die Augen Herodots gewandert, haben seine schiere Fassungslosigkeit gespürt. Wir haben die begrenzten, aber wichtigen Entdeckungen von Flinders Petrie untersucht und die Frustration gespürt, die er empfunden haben muss, als er auf einem Meer von Steinfragmenten stand. Wir haben die Echos dieses Bauwerks in anderen Kulturen gehört und über die Macht der modernen Technologie nachgedacht, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und wir haben über die tiefere Bedeutung seines Verschwindens meditiert. Was bleibt, ist das Rätsel selbst. Das Labyrinth von Hawara ist mehr als nur ein verlorenes Gebäude. Es ist ein Leerraum auf der Landkarte der Archäologie, eine Lücke in unserem Verständnis der altägyptischen Zivilisation. Es fordert unsere Vorstellungskraft heraus und erinnert uns daran, dass die Vergangenheit noch immer Geheimnisse birgt, die tiefer und komplexer sind, als wir es uns vorstellen können. War es wirklich so groß, wie die antiken Autoren behaupteten? Enthielt es tatsächlich die Gräber der 12 Könige und der heiligen Krokodile? Was war sein genauer Zweck? War es ein Mausoleum, ein Verwaltungszentrum, ein Tempel für das ganze Reich oder alles davon zusammen? Diese Fragen schweben wie ein Hitzeflimmern über der Wüste des Fayum. Solange keine umfassende moderne Ausgrabung oder eine bestätigte geophysikalische Untersuchung stattfindet, werden sie unbeantwortet bleiben. Und vielleicht liegt darin ein Teil seiner anhaltenden Faszination. In einer Welt, in der fast jeder Winkel des Globus kartiert, fotografiert und analysiert wurde, ist die Existenz eines solch monumentalen, ungelösten Geheimnisses ein kostbares Gut. Es nährt unsere Neugier und unseren Sinn für das Wunderbare. Das Labyrinth ist eine Einladung, weiter zu fragen, weiter zu suchen und niemals zu glauben, dass wir bereits alles wissen. Es liegt dort, unter dem Sand, und wartet. Es wartet auf die nächste Generation von Forschern, auf neue Technologien, auf den glücklichen Zufall, der eine Tür zu einer längst vergangenen Welt aufstößt. Bis dahin bleibt es, was es seit Jahrhunderten ist: ein Flüstern in den Texten der Alten,
Ein Traum für Archäologen und das größte architektonische Rätsel, das Ägypten uns hinterlassen hat.